Inzwischen sollten alle erforderlichen Komponenten installiert sein. Es ist also an der Zeit, Play on Linux zu starten. Play on Linux ist eigentlich eine Software, mit der Sie Spiele, die für Windows entwickelt wurden, unter Linux ausführen können. In unserem Fall wird uns diese Software dabei helfen, MetaTrader auf einem Linux-System zu installieren. Dazu geben wir Play on Linux in die Suchleiste des Anwendungsmenüs ein. Nach ein paar Sekunden sollten Sie den Startbildschirm von Play on Linux sehen. Hier gibt es bereits vordefinierte Kategorien, unter denen Sie beliebte Installationen finden können, und der MetaTrader ist auch vorhanden. Leider führt die dort vorgeschlagene Installationsroutine zu einem Fehler beim Download. Aber das macht nichts, denn wir klicken einfach auf den Eintrag "Ein nicht aufgeführtes Programm installieren" am unteren Rand des Bildschirms. Um MetaTrader zu installieren, müssen wir zunächst die entsprechende Installationssoftware von der Website von MetaQuotes herunterladen. Für MetaTrader 5 ist das ganz einfach, wir gehen einfach auf die Website metatrader5.com. Obwohl es auch eine entsprechende Website für MetaTrader 4 gibt, ist der Download dieser Software bereits seit 2018 nicht mehr möglich. Stattdessen wird hier auch der MetaTrader 5 heruntergeladen. Es gibt jedoch immer noch eine Möglichkeit, den MetaTrader 4 zu installieren, und wer die Software dafür benötigt, kann sie entweder bei seinem eigenen Broker oder über einen Link auf unserer Website mql4tutorial.com herunterladen. Play on Linux zeigt uns nun im nächsten Bildschirm einen Hinweis an. Diesen können wir einfach überspringen, indem wir auf die Schaltfläche weiterklicken. Dasselbe tun wir mit dem zweiten Hinweisbildschirm, der uns zeigt, dass Play on Linux nicht zu Wine gehört. Im nächsten Schritt werden wir gefragt, ob wir eine neue Anwendung installieren oder eine vorhandene Anwendung aktualisieren möchten. Da MetaTrader noch nicht installiert ist, entscheiden wir uns für die Installation einer neuen Anwendung. Danach können wir entscheiden, ob wir eine andere Version von Wine verwenden möchten. Dies ist in unserem Fall nicht notwendig, könnte aber zu einem späteren Zeitpunkt nützlich sein. Wir setzen das Häkchen, um Wine zu konfigurieren. Die dritte Option würde uns erlauben, einige Bibliotheken zu installieren, die wir in diesem Fall nicht benötigen. Nachdem wir die Optionen eingestellt haben, kommen wir zum nächsten Bildschirm. Dort können wir wählen, ob wir ein 32-Bit-Programm oder ein 64-Bit-Programm installieren möchten. Wir entscheiden uns für die Installation der 64-Bit-Version. Danach haben wir die Möglichkeit, Wine zu konfigurieren. Für die Windows-Software verwenden wir den Eintrag Windows 10. Dann klicken wir auf die Registerkarte Bibliotheken. Hier wählen wir den Eintrag für WinHTTP aus der Liste der verfügbaren Bibliotheken. Nachdem wir unsere Konfiguration mit OK bestätigt haben, fahren wir mit der Auswahl der Installationsdatei fort. Hier wähle ich die mt5setup.exe, die ich im Download-Verzeichnis gespeichert habe. Und wenn bis hierhin alles geklappt hat, sehen wir jetzt den MetaTrader-Installationsbildschirm. Die meisten Betrachter sollten mit dieser Installationsroutine vertraut sein, aber lassen Sie uns die Schritte kurz durchgehen. Nachdem Sie auf Weiter geklickt haben, werden die Dateien heruntergeladen. Sie erkennen dies an dem grünen Fortschrittsbalken im MetaTrader-Installationsprogramm. Sobald alle Dateien installiert sind, erscheint ein kurzer Abschlussbildschirm und nach ein paar Sekunden erscheinen die MetaTrader-Website und das MetaTrader-Programm. Hier werden Sie nun aufgefordert, mit einem Demokonto zu beginnen, das Sie erstellen können. Alternativ können Sie sich auch bei einem bestehenden Konto bei einem anderen Broker anmelden, indem Sie auf die Schaltfläche "Um einen Broker zu finden" klicken. Nachdem Sie sich bei einem bestehenden Konto angemeldet haben, ist die Installation abgeschlossen und MetaTrader ist einsatzbereit. Okay, das war's bisher mit der Installation. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu den Inhalten in diesem Video haben, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Wir antworten immer selbst und in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Wenn Sie Ihre eigene Algo-Trading-System-Farm aufbauen möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie schnellere oder bessere Ergebnisse für Ihr eigenes Algo-Trading benötigen, dann schauen Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website an. Vorerst bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit und sehen uns im nächsten Video wieder.